Das ist der Heinz und es sind draußen im Moment 2 Grad, 3 Grad im Moment, aber du hast dich warm angezogen, oder? Ja, es geht. Ja. Ja, wir sind in der Schweiz und da ist ja im Winter, gibt es ja noch Schnee in der Schweiz, oder? Aber ich hoffe, dass er später kommt. Dass er später kommt, jetzt nicht hier auf der Messe. Ja, wir hatten Glück, die letzte Messe wäre ja Samstag schon gar nicht mehr da gewesen, aber jetzt keine Masken. Die haben ein tolles Konzept hier, oder? Ja, zum Glück ist das nicht mehr wie letztes Jahr, ja. So, wir haben eben den Durango Halfton haben wir gezeigt. Das ist ein anderer von Rockwood. Rockwood. Das ist, kann man sagen, es gibt Auto, es gibt VW und es gibt Mercedes. Ja. Und das ist die Klasse von Mercedes. So, du hast ganz viele Mount McKinley steht dort vorne. Dann hast du Catalina, hast du im Angebot. Da werden wir uns gleich mal ein paar Sachen angucken. Es geht los bei etwa 50.000 Schweizer Franken, ungefähr, ein bisschen mehr. Auflieger sind von 60 bis 90. 60 bis 90.000. So, der hier, der liegt jetzt bei wie viel ungefähr, Heinz? Der Rockwood, der ist bei 89. Okay. Also wie der Durango ist ungefähr die Preisklasse vom höchsten Produkt. Und der McKinley, das ist ein kleiner Auflieger und der ist bei 59.000. Jetzt hat man hier schöne Sachen, das heißt, du hast überall Markisen drin, die hast du jetzt mal ausgefahren, es hat geregnet. Du hast sie so ausgefahren, dass der Regen natürlich abläuft. Auf der einen Seite ein bisschen mehr, auf der anderen Seite ein bisschen weniger, das geht. Ja, die gehen automatisch. Automatisch? Das geht automatisch, das System, das wir hier haben. Ich bin zu klein. Er ist zu klein, sagt er. So. Ja, mach das mal gerade. Da vorne ist er. So, das heißt, wenn du es jetzt bewegst, tu bouges un peu und dann... Ach, es geht automatisch raus? Das geht automatisch mit dem Gewicht drauf. Okay. Macht das so und dann läuft das Wasser weg. Jetzt verstehe ich. Wunderbar. So, das ist der Slide-Out, der hier drauf ist. Das ist was im Baujahr jetzt, der hier? Oktober 21. Steht drauf. Da ist es. Das ist der Prospekt, also die Preisliste ist jetzt vom Neuen. So 81.900 Schweizer Franken. Und hier sieht man, das Ganze kommt dann raus. Da ist nochmal eine Markise drauf. Und man hat Platz ohne Ende in den Fahrzeugen. Das werden wir gleich mal sehen. Das ist immer wieder begeisternd, wenn die Leute hochgehen. Ich habe eine richtige Aufbautreppe hier oben drin, wo die Leute auch wirklich bequem reingehen können. Ich habe eine riesen breite Aufbautür, weil der eine oder andere natürlich in Amerika ein bisschen kräftiger ist. Ja, da muss der auch reinkommen. Amerikanische Maß. Amerikanische Maß. Gut, in der Schweiz vielleicht auch. Und da sieht man direkt die gute Stube. Du hast die Heizung angemacht ein bisschen. Das ist jetzt die elektrische Heizung. Ja. Und das spürt man, ist sehr angenehm im Herbst oder im Frühling. Wenn es ein bisschen temperieren kann man mit der Elektroheizung und sonst ist die Bodenheizung mit dem Gas. So Heinz, ich stelle mich mal kurz in die Ecke, wenn du dich mal gerade da reinsetzt, bitte in einen Sitz bitte, dass man das mal sieht, wie groß das Ganze ist. So, ich zeig's mal gerade. Der ist ein bisschen kalt, der Heinz, ja, denn die Sitze sind noch nicht so ganz warm. Aber das Problem ist, wenn man sich da reinsetzt, man will am liebsten direkt drin liegen bleiben, denn man liegt da wie in Mutters Schoß, oder? Ja, das wird Komfort fantastisch. Fernsehen. Warte mal, ich gehe mal gerade neben dich, dass man das mal sieht. So, das heißt, ich kann hier Fernsehen gucken, der ist noch nicht montiert. Ihr macht ja wahrscheinlich einen europäischen Fernseher rein. Müssen wir, ja. Die Fernseher aus Amerika mit den Herzzahlen stimmen nicht überein mit unseren Geräten. So, da ist jemand, der möchte gefilmt werden. Gleich mal drauf. Dann die meisten laufen direkt weg. Ja, dann ist so. Aber die Nachfrage hier in der Schweiz ist enorm, oder? Immer mehr. Ja. Immer mehr. Viele Leute kaufen, um das ganze Jahr darin zu leben. Ja, wir machen gleich auch nochmal zu. Das Besondere ist, du hast eine Inselküche mit rein. Du hast unvorstellbar viel Platz, weil du hast 2 Slide-Outs, linke Seite und rechte Seite. Linke Seite und rechte Seite, das gibt ein Außenmaß von 4,30 Meter und zum Fahren sind wir bei 2,50 Meter.
So, die Leute, die reinkommen, die können es gar nicht fassen, wie groß es ist, oder? Ja, das ist so. Das ist so, ja. Die stellen sich hier rein, sowas haben die noch nie gesehen. Interessant ist auch die Stehhöhe, wenn du hier drin bist. Die Dame ist ungefähr, ich denke mal, die ist 1,75 Meter gerade groß. Und du könntest zweimal könntest du reingehen, wenn du mal hochguckst. Ja. Wahnsinn, oder? Ja. Guck mal, wie groß das ist. Da ist ein Deckenventilator drin. Das heißt, du fühlst dich wie zu Hause so ein bisschen, ja? Das ist alles, natürlich wegen der Höhe ist das alles mit ferngesteuert. Ja klar, man kommt nicht ran. Ja. Man ist einfach zu groß. Also du sprichst normalerweise Französisch, richtig? Normalerweise, ja. Tu parles français à la maison? À la maison, parle ma femme, elle parle pas l'allemand. Ja. Alors, on parle que le français. Also er spricht zu Hause nur Französisch, hat er gesagt. Und das ist so, wenn ich die ganze Zeit hier auf der Messe wäre, das ist natürlich, die Schweiz ist ja multikulturell. Man spricht hier Deutsch, man spricht Französisch, man spricht Italienisch. Du sprichst ein bisschen Italienisch? Nein. Nein, okay. Nein. So, die gute Stube, die hat noch ein bisschen mehr. Wir haben nämlich hier noch einen richtigen Esstisch. Das ist den Amerikanern auch immer wichtig, dass die sich nicht an irgendeinen Wohnzimmertisch setzen müssen, sondern man hat einen eigenen Esstisch, wo man dann, ich sag mal, seine Mahlzeiten zu sich nehmen kann. Das Ganze kann man auch noch abklappen, was da ist. Man hat auch richtige Holzstühle mit drin. Man braucht hier an Gewicht nicht zu sparen. Mit Stauraum. Jeder Sitz hat einen Stauraum für die Zeitung, für Notebook, Tablet, was ja heutzutage da ist. Ja. Und dann zeige ich mal gerade, das ist der Platz für den Fernseher. Das ist vorgesehen für den Fernseher. Das kann man rausklappen. Stauraum. Alle Fernsehmaterial hinten reinlegen. Ja, das ist auch was Schönes. Das ist jetzt eine Zusatz-Elektroheizung. Das heißt also, viele Amerikaner haben ja auf den Stellplätzen Stromanschluss und zwar ordentliche. 50 Ampere sind da bei 110 Volt. Das heißt, da kann man auch elektrisch heizen. Das ist nur elektrisch. Das Schmine, das geht mit Elektroheizung. So, und die Anlage ist mit drin. Dann überall die ganzen Möbel sind aus Echtholz. Immer Echtholz, sehr, sehr solid. Der amerikanische Stil, der ist vielleicht gegenüber Europa, da haben wir echte Scharniere. Ja. Bei uns stört das ist nicht schön. Innen. Aber in Amerika ist das einfach solide und das hält das ganze Leben. So, dann hast du hier eine Arbeitsplatte. Du brauchst ja zum Kochen viel Platz. Die Kaffeemaschine hast du schon gemacht. Das ganze Fahrzeug steht auf 230 Volt. Ihr habt es komplett umgebaut? Das ist immer umgebaut für, wenn wir ein Fahrzeug abliefern, ist ja für Schweizer Normen umgebaut und das ist alles inbegriffen. Ja. So, dann überall viel Platz. Du hast Schubladen. Du hast hier einen richtig großen Haushaltsgasherd eingebaut von Can. Das heißt, aus der Türkei, die bauen richtig tolle Sachen, oder? Das müssen wir einbauen. In Amerika haben wir die Zündsicherung nicht. Aus diesem großen Grund müssen wir die Gasherde umbauen und müssen die Herde einbauen. Ja, die sind richtig klasse. Also die machen tolle Sachen. Das ist wie zu Hause. Backofen wie zu Hause, Mikrowellen. So, das ist die original amerikanische Mikrowelle. Original-Mikrowelle. Ah, okay, das heißt, du hast einen Wandler auch auf 110 Volt, der dann 230 auf 110 Volt macht, dass du ein paar Sachen verwenden kannst. Für Klimaanlage, für die Elektroboiler arbeiten wir mit 110 Volt. Wir haben einen Umwandler von 220 auf 110. So, wenn ich das Auto bekomme, dann ist das fix und fertig für die Schweiz. Das heißt, ich stecke meinen Schweizer Stecker rein, ich darf damit auf Schweizer Straßen fahren, ich kann ihn zulassen mit Schweizer Kennzeichen. Das ist umgebaut nach dem Gesetz bei uns. Und das Gesetz, ich kann mit dem nach Deutschland fahren, nach Spanien fahren, das ist zugelassen für ganz Europa. Für ganz Europa. Wenn du mal da unten mal aufmachst, bitte, Heinz. Das ist was Besonderes hier drin. Man hat immer viel Platz. Du hast immer eine Insel mit drin. Vor allem Haushaltsrohre. Haushaltsrohre gegenüber Europa, wo wir ganz kleine Ablauf haben mit 20 mm. Da ist nie verstopft. Das ist immer funktioniert.
So, jetzt kommt es noch besser. Das ist der kleine Dometic. In Amerika ist das ein kleiner Kühlschrank. In Deutschland, in Österreich und der Schweiz ist das ein mega großer Kühlschrank. Wenn du den mal kurz aufmachst, sei mal so nett. Und der hat auch einen richtigen Griff, gell? Das ist kein Spielzeug. So, das ist ja stark, wie groß der ist. Und das für amerikanische Verhältnisse ist das ja klein, oder? Ist das noch der kleine, ja. Von Dometic. Die haben das reingemacht. Ich mach mal zu, sogar mit Holzverschlag. Dann hast du eine Vorratskammer. Stark. Was hast du denn da? Bonbons. Toll. Zeig mal. Der Maxi-Mix. Da sind ungefähr 5000 Kalorien drin, ja. So, da oben hast du noch ein paar Sachen drin. Das heißt, man kann hier wirklich viel verstauen. Dann hast du hier ein Schlafsofa, was da ist. Das ist nochmal hier in der Ecke drin. Da können also vorne noch 2 Leute schlafen. Ja, das ist jetzt So, man hat in einer Minute hat man das umgebaut zum Schlafsofa. zum richtigen Bett. Wow. Und man darf hier, in der Schweiz darf man das mit dem Pkw-Führerschein fahren. Mit dem PW. Ganz normal Fahrausweis. Stark. Das ist bei uns natürlich in Deutschland, da ist die Beschränkung immer auf 750 Kilogramm. Der hier wiegt ja ein bisschen mehr. Stark. Das waren jetzt ungefähr 60 Sekunden, oder? Ja, das gibt ein richtiges Bett. Ein richtiges Bett. 2 Meter auf 1,60 Meter Breite. Ja, das Interessante ist aber, wir haben ein eigenes Schlafzimmer hinten drin. Ein eigenes Badezimmer haben wir drin. Das ist, wenn man gut gegessen hat am Abend und der Kollege kann nicht mehr nach Hause fahren, Dann schläft er auf der Couch. dann haben wir diese Möglichkeit. Heinz, darf ich mal fragen, ich nehme an, du machst das Ganze schon ein bisschen länger. Wie alt du bist, Heinz? Weil du machst das mit einer Leichtigkeit hier, als wärst du 22. Aber das ist jetzt ein anderes Problem. Darf ich mein Alter sagen? Darfst du ruhig sagen, sag mal. Ich hab so großen Respekt vor dir, weißt du das? Wie du das hier alles machst. Ich bin heute 82 Jahre alt. Heute? Du hast heute Geburtstag? Also 82 Jahre alt. Ja. Und im März bin ich dann 83. 83. Du bist 83 im März. Boah, hab ich Respekt. Ich bin 53. Das ist... Und ich habe gedacht, ich wäre alt, Heinz. Weißt du? Das ist so. Das heißt, ich nehme an, dass du, wenn du Leute siehst, die 90 sind oder 100 sind, dann sagst du, das sind alte Leute, oder? Ja, nein, je nachdem. Es gibt Leute, die sind... Ich hoffe, Ja. dass man so bleibt bis 100. Ja. Bis 100. So, hier vorne hast du viele Schalter. Das lieben die Amerikaner, normale Schalter. Das ist einfach zu bedienen. Und das ist noch für mich, wie Ja. gesagt, ist das super. Ja. So Heute Pumpe, kommt Wasser. man auf die elektronischen Schaltungen. Persönlich habe ich lieber noch die Schalter. Normale Schalter. So, dann hast du hier eine Dometic-Toilette mit drin. Das Geniale ist, du kannst hier von 2 Seiten kannst du rein. Direkt vom Schlafzimmer auf die Toilette gehen. Ja. Oder wenn ich schlafe und jemand auf dieser Seite schläft, kann er auf die Toilette gehen, ohne dass er ins Schlafzimmer rein muss. So, oben ist jetzt ein Lüfter drin, ich kann richtig durchlüften, aber es kommt noch besser. Ich habe eine riesige Eckdusche mit drin. Die ist wie zu Hause vom Platz her. Und auch das Tankvolumen hier vom Wasser, 200, 300 Liter, was ist hier drin? Bei dem haben wir 250 Liter. So, 250 Liter. Wenn man sich ein bisschen zusammenreißt, ja, kommt man damit fast einen Monat weit. Also, ich sag mal, ich brauche beim Duschen so 4, 5 Liter und du? Ja, sagen wir 10 Liter, Ja. dann kann ich ruhig duschen. Eine Woche, 2 Wochen locker, oder? Kann man bleiben, ja. So, hier unten eine große Duschwanne. Hier könnte man auch Kinder drin baden. So groß ist die. Dann habe ich hier ein großes Waschbecken. Das ist für amerikanische Verhältnisse ist das ja klein, ja. Aber die Europäer, die werden froh, sie hätten so ein Waschbecken im Wohnwagen. Ja. Dann auch wahrscheinlich eine Festtanktoilette, oder? Das sind Festtank, ja genau. Der Tank ist direkt darunter, oder? ja. Genau. Das Toilette, Tank für die Toilette ist 100 Liter.
Was genial ist, die Amerikaner lieben, wenn die, ich sag mal, wenn es warm wird von unten, vom Fußboden. Das ist in Amerika Standard, ja. Und hier sieht man sehr schön, selbst in den Häusern ist es Standard. Der Fußboden ist immer warm, oder? Der Fußboden, das ist die Bodenheizung, da geht die Wärme durch den Boden nach oben. So, ich komme mal auf die Seite, du kommst noch auf die andere Seite, dass wir das mal sehen. Hier haben wir das Bett. Das ist riesengroß, aber es wäre nicht nur ein Bett, es wäre auch ein riesengroßer Stauraum. So, mit Auflagen. Schade, kann man das nicht rausnehmen. Ja, ist nicht schlimm, aber du hast richtig viel Stauraum. Sehr, sehr viel Stauraum. So, das Fahrzeug selber, außen ist Aluminium und GFK. Außen nicht die Konstruktion, Je peux traduire, si tu veux. Struktur. Ja, die Struktur? Ist aus Aluminium. Ja. Und die Frontteile sind aus GFK, Seiten sind aus GFK. Das ist sehr, sehr solide Konstruktion. So, hier vorne sind überall Lüftungsöffnungen. Das heißt, ich muss kein Fenster öffnen. Ich kann auch über die Lüftungsöffnung lüften, oder? Das ist die Klimaanlage. Ja. Die kommt durchs Dach. Okay. Dann haben kann man nur schieben. Da vorne ist der Kleiderschrank. Riesengroß. Kleiderschrank ist ausziehbar. Beim Fahren kommt er rein. Auf dem Stand ist er ausziehbar. Toll, das heißt, du hast richtig viel Platz. Und das hier ist ja auch wichtig, dass die Leute auch bequem einsteigen können. Das ist ja oft bei den Betten, musst du hochklettern. Hier hast du ein ganz normales Bett, kannst drumherum gehen. Man kann ums Bett rumgehen, das Bett machen. Und man kann nachts zum Bett raussteigen, ohne dass der Partner nebenan geweckt wird. Du hast sogar, das ist hochinteressant, ein richtiges Nachtschränkchen, wo du die wichtigsten Sachen aufbewahren kannst auf beiden Seiten. Für jeder hat seinen Platz, um seine Ware hinzulegen, und jeder hat seine eigene zum Lesen im Bett Beleuchtung. Beleuchtung. So, das Fahrzeug hat auch eine Batterie, das heißt, wenn ich mal keinen Stromanschluss habe, das funktioniert? Dann leben wir auf der Batterie vom Fahrzeug. Okay. Da haben wir eine 100 Ampere Batterie drin. Man kann natürlich zusätzlich noch Auffahrbatterie einbauen. Lithium. Kann man Lithiumbatterien reinmachen, oder man kann auch die Sonnenpaneele aus Solar. Okay, klasse. Da vorne ist schon alles umgerüstet, dass du auch Fernseher hier in der Schweiz anschließen kannst. Das ist alles vorgesehen werksmäßig, die Anschlüsse für den Fernseher im Wohnzimmer oder Fernseher im Schlafzimmer. So, wenn man jetzt hier reinkommt, die Reaktion der Leute hier, das heißt, wenn die hier sowas gesehen haben und gucken sich dann einen Kastenwagen an, ja, dann sind die ziemlich traurig, oder? So ein Kastenwagen kostet ja auch 100.000. Ich sage immer, ich habe das Glück, ich kann den Leuten etwas zeigen, von dem sie nur geträumt haben. Stimmt, so die Wände hier außen, das ist schön gemacht. Dann ist das Ganze natürlich, die Leute fragen immer, ist das auch auf Dauer dicht? Das ist sehr, sehr gut konstruiert. Wir haben ein Dach, das gewölbt ist, das bleibt das Wasser nicht drauf liegen. Und die Verschraubung, alles ist seitlich. Wir haben nie eine Verschraubung auf dem Dach. Okay, das heißt, das Dach ist eben und da kann nichts eindringen. Ja, das Dach ist gewölbt. Das Dach hat eine Dachstärke von 12 cm in der Mitte und auf den Seiten sind wir noch auf 6 cm. So, du bist Weinliebhaber, Heinz? Du magst Wein? Ja, haben wir. Wir sind das. Aus Italien ist der. So, komm, wir gehen mal raus, Heinz, dann zeigen wir das mal. Du hast einen ganz großen Stand, hast du hier gemacht. Das ist immer sehr viel Aufwand, aber es lohnt sich. Die Leute können hier reingucken, haben viele Fragen, die da sind, und hier sieht man das Ganze. Also der Rockwood
2889 WS aus Oktober 2021, 9,70 Meter Länge und wir haben eine Nutzlast von über einer Tonne. Über eine Tonne Nutzlast, ja. 1210 Kilo und 228 Liter Frischwasser und ja, das Ganze ist natürlich auch mit den Slideouts draußen sind wir auf einer Breite von ungefähr 4 Meter. Was hat er? 4,30 Meter, wenn alles ausgefahren ist. 4,30 Meter? Ja. So, Fliegenschutztür aus Metall natürlich, nicht wie bei uns aus Kunststoff. Das ist bei den Amerikanern wie zu Hause eine richtige Treppe. Das ist jetzt kein Spielzeug. Nein, das ist es ist immer gebaut auch für ältere Leute, dass sie bequem ein- und aussteigen können. Wenn jetzt mal irgendwas dran ist, es ist mal irgendwas kaputt, ja, es kann ja mal sein, ich baue einen Unfall, einer fährt mir rein, du hast die Möglichkeit, das zu reparieren? Das ist unsere Stärke, weil wir bauen, in Amerika nur ein Serienprodukt beziehen und wir haben so viele Leute, die haben ihre Wünsche und da können wir alles umbauen. So, also 81.900 Schweizer Franken, dann steht ja hier, da ist die Mehrwertsteuer mit drin? Die ist immer mit. Die ist immer mit drin. Komm, wir gehen mal ganz kurz drum rum, denn man sieht das hier, von hinten haben wir es noch nicht gesehen. Man hat so viel Höhe, dass man hier laufen kann. Denn die Frage kommt hier immer, was ist mit den Fahrrädern, was ist mit dem Roller? Kein Problem, oder? Kein Problem. Wir haben schon bis ganz große Motorräder hinten montiert, bis 300 Kilo. Serienmäßig haben wir hier bei dem Modell eine wie sagt man? Quoi? Ein Gepäckträger. Ja. Den kann man runterklappen und da kann man alles drauflegen. So, das ganze Echtglasfenster außen, das heißt also kein Kunststoff? Das ist, die Thermopanfenster sind ohne Metallrahmen. Ja. Aus diesem Grund haben wir nie Beschlag. Die Rückfahrkamera hängt direkt am Auto, das sehe ich auf dem Display dann vom Auto? Das ist für kabellos. Okay, Funk. Kabel. Warte, ich zeig's mal gerade, hier vorne sieht man es ganz gut. Das ist so ein Slide-Out und immer, damit da nichts drauf fällt, Laub oder ich sag Äste oder irgendwas, ist ein Schutz. Machen wir die Slide-Topper drauf. Das ist vorgesehen, dass wir keinen Dreck oder keinen Schnee drauf haben. So, und da ist der Kleiderschrank, der kleine da vorne, das man sieht, oder? Das ist jetzt der Kleiderschrank. Süß. Das zum Fahren kommt er natürlich rein. Ja. Und sonst haben wir die Möglichkeit für die Kleider aufhängen. So, das ist der Slider. Es sieht so wenig aus, der Slider, aber es macht so viel aus. Und das Besondere ist natürlich die Heizung. Was ist hier für eine Heizung verbaut eigentlich? Das ist die Heizung. Ja. Die Abgase kommen da raus von der Gasheizung. Okay. Und das ist der Kühlschrank, der Boiler. Extra ist der Boiler, gell? Ja. So. Der ist jetzt hier fertig umgebaut und der ist auf Gas und elektrisch. Okay. Das heißt, man kann, also wenn ich Strom habe, brauche ich keinen Gasverbrauch haben. Kann ich mit elektrischer arbeiten. So, innen drin habe ich ja gesehen, war eine ganz kleine Elektroheizung. Ich kann damit in Winterurlaub fahren, der ist winterfest, oder? Das funktioniert. Da sind alle Ware drin, ja. Nee, das ist gut. Dann ist auch ein kleines bisschen drin. Das heißt, hier ist was? Was ist hier zu sehen? Das ist die Wasseranlage. Ja. Da haben wir direkt das City-Wasseranschluss. Das heißt, wir können das Wasser direkt anschließen. Fest. Das heißt, ich kann so lange duschen, bis der Tank leer ist. Ja. Und dann haben wir die verschiedenen Stellungen für Wintercamping, für Frostschutzanlage, also Frostschutz reingeben, dass nichts einfriert. Das sind die ganzen Anlagen so. Was ich toll finde, ist, es ist ziemlich idiotensicher. Das heißt, es hat Farben, es hat Stellungen. Also ist einfach, oder? Und dann haben wir noch Außendusche, oder? Dass wenn wir im Sommer schnell duschen außen, der Hund. ist das direkt so. Genau. Das ist der Sand auf den Füßen. Man kann alles schön wegmachen. Und das hier ist Stauraum, oder? Und das ist Stauraum. Und das sind dann die links und rechts Gasflaschen. Okay. Gasanlage mit zwei Gasflaschen. Jetzt
Jetzt umgebaut auf die Schweiz, nehme ich an. Ist umgebaut für die Schweizer Anlage. So, die Reifen. Ich habe Tandemachsen. Tandemachsen mit eine Größe von 265,15 gemacht für Gewicht pro 1250 Kilo pro Pneu. So, jetzt sieht man hier pro Reifen 1,25 Tonnen. Rockwood Ultralight heißen die übrigens in Amerika. Das ist schon fast eine Frechheit, weil wir würden sagen, das ist schwer. Aber in Amerika ist das die leichteste Ausführung, die es irgendwie gibt. Ist extra gemacht, für, dass man mit 3.500 Kilo mit dem normalen Ausweis fahren kann. So, komm mal mit. Wir gehen mal kurz drum rum. Dann zeigen wir den Leuten mal, die Abwasserentsorgung war unten drunter. Der hat sogar Hubstützen drin, habe ich gesehen. Das ist jetzt speziell auf Wunsch, haben die Niveauregulierung mit den 4 Stützen, oder? Toll. So, und hier vorne ist der Landstromeingang. Das siehst du hier, auch das ist auf die Schweiz umgebaut. Das ist für Schweiz gemacht, also das ist falsch, was da drauf steht. Okay, ist egal. War mal so. Und das war mal das Kennzeichen aus Amerika drauf, das Schweizer Kennzeichen. Das ist kein Problem, das passt drauf, oder? Das passt auf. Finders und Facebook. Das ist der Originalhersteller. Aber du bist ja in der Schweiz und du bist, ich zeig's mal gerade hier vorne, hier steht es nämlich drauf, auf dem Prospekt von Schulthess SA. Ja, das ist unser Geschäft. Wir machen das seit 32 Jahren, den Import von amerikanischen Aufliegern. Und wir sind spezialisiert für Umbauten, je nach Wunsch, für komplette Ausbau machen, für Sportartikel. Wir haben Rennfahrzeuge, ich war 20 Jahre im Autorennsport und das war immer mein Wunsch, mal einen Auflieger zu haben. So, du bist 83 Jahre alt, du willst nicht aufhören zu arbeiten, oder? Nein. Ist so. Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Arbeit. So, das sieht man hier. Und das ist der Sattelschlepper mit Schweizer Zulassung. Das wäre ein solches Zugfahrzeug, was ein Schweizer fahren könnte, was man braucht auch, oder? Das braucht man heute für, nach dem neuen Gesetz, muss man ein Zugfahrzeug haben mit Homologation für die Sattelkuppel. Heinz, 82 Jahre und so jung wie ich, kann ich nur sagen. Er spricht Französisch, er spricht Deutsch, Schweizerdeutsch. Ja. Und ich danke dir herzlich. Und wir gucken uns gleich mal noch einen anderen an. Das ist der Mount McKinley. Der ist richtig schick. Er ist ein bisschen günstiger. Das ist die einfachste Ausführung. Den kleinsten Auflieger, den wir noch haben. Ich guck mal nach. Also ich bin schon sehr gespannt, denn du hast noch andere, die sehen richtig schick aus mit Wellblech an der Seite. Also das ist, ich sag mal, auch eine einfache Ausführung in Amerika, aber die fallen richtig auf. Und wenn du damit auf den Campingplatz fährst, da bist du der Star, oder? Dann sollte man ein Geld verlangen. Eintrittsgeld verlangen. Da kommen immer Leute, die wollen das sehen drin. Danke. Tschüss, bis gleich.